Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video dreht es sich mal um das Thema Polundernähen. Viel Spaß! Polunder sind in diesem Herbst absolut angesagt und in dem Zusammenhang habe ich die Frage gestellt bekommen, kann ich eigentlich einen Polunder nähen, indem ich einfach ein Schnittmuster für einen Pullover nehme und die Ärmel weglasse? Ja, und als erstes hätte ich direkt gesagt, ja klar, wo ist das Problem? Denn ein Polunder ist nichts anderes als ein Pullover ohne Ärmel. Dann habe ich aber ein bisschen darüber nachgedacht und muss ehrlicherweise sagen, ich kann diese Frage tatsächlich nicht wirklich beantworten, weil ich habe es noch nie ausprobiert. Das habe ich jetzt aber für dieses Projekt extra mal gemacht und mit Hilfe dieser Erfahrung kann ich die Frage von anfangs tatsächlich mit einem Ja, das kannst du so machen beantworten. Und einem kleinen Aber. Denn du solltest dir tatsächlich darüber im Klaren sein, was du denn mit diesem Polunder nachher anstellen möchtest. Möchtest du zum Beispiel einen sehr eng anliegenden Polunder haben, den man zum Beispiel im Sommer gut tragen kann, also ein ärmelloses Oberteil, was körpernah geschnitten ist, sollte natürlich das Ausgangsschnittmuster ebenfalls schon eng anliegend sein. Möchtest du jetzt aber für den Herbst passend ein Polunder haben, um etwas drunter zu ziehen, zum Beispiel so ein Hemd, dann sollte das Ausgangsschnittmuster auf jeden Fall so sein, dass unter dem Arm genügend Platz ist, damit sich das nämlich hier nicht zu sehr knubbelt. Wenn das also ein Schnittmuster ist, wo der Armausschnitt sehr eng ist, solltest du in deiner Schnittanpassung oder in der Schnittumsetzung darauf achten, das Armloch noch ein bisschen zu vergrößern. Wenn du jetzt auf der anderen Seite ein Schnittmuster hast, wo der Armausschnitt sehr tief ist und du möchtest aber nichts drunter ziehen und ein BH oder ähnliches sollte nicht hervorblitzen, dann daran denken, dass das Armloch vielleicht wieder ein bisschen kleiner gemacht wird. Ansonsten wird so ein Polunder fast genauso genäht wie ein Pullover und ich nehme dich jetzt mal mit bei der Entstehung von diesem Teil hier. Viel Spaß! Grundlage für mein Polunder ist übrigens mein Herrenschnittmuster Sweatshirt Yonaki und zugeschnitten werden jetzt alle Teile bis auf die Ärmel, das heißt die Bündchen, das Vorder- und das Rückenteil. Und wegen des Stoffmusters habe ich mich hier noch für einen V-Ausschnitt entschieden. Dann wird das Rückenteil und das Vorderteil zusammengelegt und an den Schultern und den Seiten geschlossen. Dann schlage ich den Stoff an den Armausschnitten etwa 1,5 cm nach innen ein und nähe das Ganze fest. Alternativ kannst du hier auch mit einem Bündchen oder Beleg arbeiten. Unten habe ich mich für das breite Bündchen entschieden, das auch im Schnitt mit vorgesehen ist. Alternativ kannst du hier natürlich den Stoff auch einfach 3 cm nach innen einschlagen und festnähen. Beim V-Ausschnitt habe ich mich jetzt hier für die Bündchen-Variante entschieden und nicht für einen Beleg. Wie sowas angenäht wird, das zeige ich dir in unterschiedlichen Videos hier auf meinem Kanal. Ich mag Polunder deswegen, weil sie so vielseitig kombinierbar sind. Zum Beispiel mit dem locker fallenden Cardigan Chimonas oder aber auch mit der wärmeren Variante, indem du ein Sweatshirt drunter ziehst. Schreib doch mal unten in die Kommentare, womit du einen Polunder kombinieren würdest. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!